Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Vampyr. So, wir haben ja das letzte Mal einen Brief und eine Box hier gefunden, gerichtet an diesen Barrett, und der muss wohl eine Affäre gehabt haben mit dieser Jane Patterson. Da bin ich jetzt gerade am Überlegen, wem ich hier reinen Wein einschenke. Ich finde Joe eher unsympathisch, aber er hat es verdient herauszubekommen. Er hat es auf jeden Fall verdient, reinen Wein eingeschenkt zu bekommen, meiner Ansicht nach. So sehe ich das Ganze halt. Weil immerhin hat ihn seine Alte betrogen. Er verdient schon die Wahrheit, dass der Barrett was mit seiner Alten hatte. Deswegen geben wir ihm jetzt den Brief. Ho! Alter! Mit dir habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit ihm jetzt. Aber ich wollte ja gucken, ob man von Whitechapel auch in den Westend Distrikt kommen kann. Deswegen bin ich ja eigentlich hier und das will ich erstmal checken. Normalerweise müsste ich hier irgendwie in den Westend Bezirk gelangen. Aber es sieht gerade nicht so aus, als kämen wir von hier aus dorthin, wo wir eigentlich hin wollen. Oder wenn wir hier lang gehen, durch das Tor. Da sind wir aber schon mal hergekommen. Nee. Ja doch, hier führt ein Weg lang. Oh, Junge. Geht ihr eigentlich auch mal pennen? Irgendwann in der Nacht. Ihr Knallköpfe. It's one of fuck, it's fast. Die, burning. It's locked, all right. Ja, ja, ja. Da komme ich gar nicht lang. Stimmt. Der Weg zum Westendbezirk ist dicht. Also komme ich von der Seite aus nicht dorthin. Aber es gibt ja noch einen anderen Weg von Whitechapel. Hier runter. Muss noch mal gucken, ob der Weg funktioniert. Aber ich glaube, der geht auch nicht.
ist auf jeden Fall dicht. Aber wir haben jetzt schon mal gut Erfahrungspunkte gekriegt im Laufe der Zeit. So, gehen wir einfach mal hier runter, aber ich glaube der Weg. Jetzt lass mich doch weiterlaufen. Steuerung hakt manchmal. Das ist der einzige Weg, der zum Westendbezirk führt. Da komme ich auch nicht durch. Kann halt nicht alles haben. Im Moment geht's nicht. Im Moment komme ich nicht in den Westendbezirk. Da soll man noch nicht hin, wie ich mir schon gedacht habe. Alle Wege zum Westendbezirk sind blockiert gegenwärtig. Gut, jetzt gehen wir wieder zurück zum Krankenhaus. Wir haben jetzt allen geholfen, denen wir helfen konnten. Allen Bewohnern, die wir bis jetzt gefunden haben. In den einen Dock kommen wir noch nicht rein. Da führt noch kein Weg durch. Da habe ich ja auch alles probiert. Das habt ihr mitgekriegt in den letzten Videos. Und zum Westendbezirk kann ich auch noch nicht gehen. Deswegen gehen wir jetzt zurück zum Krankenhaus. Erstmal eine Rast machen. Erstmal den Charakter weiter aufwerten. In unseren Dr. Reed. Das steht jetzt erstmal als nächstes an und dann machen wir die Hauptquest weiter. Oder ich spreche erst mit Dr. Reed, mit diesem einen Doktor und dann. Wir machen erstmal ein Level up, würde ich sagen. Ich gehe doch erstmal zu ihm, um die Quest abzuschließen. Das ist vielleicht am sinnvollsten. Und dann lege ich mal hin, damit er erstmal eine Pause machen kann. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us.
We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. Jonathan, please, I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Gut. Ich bin in einen Streit in Edgar Swansons Büro geplatzt, als ich von der Beerdigung meiner Schwester zurückkam. Ein Mann war da, Geoffrey McCullum, der Anführer der Wache von Priven. Er verdächtigt das Pembroke Hospital momentan vampirischer Aktivitäten. Er sah sofort meine wahre vampirische Natur, aber er war nicht meinetwegen hier. Sean Hampton, der Mann, den ich vor William Bishops Hunger gerettet habe, hat sich in einen Skull verwandelt und ist nach der Tötung eines anderen Patienten aus dem Krankenhaus entkommen. Als aktueller Leiter fürchtet Dr. Swansea um den guten Ruf seines Krankenhauses. Da ich den Mörder Sean Hampton ins Krankenhaus gelassen habe, werde ich ihn aufspüren und den Ruf des Pembroke wiederherstellen. Ich muss schnell handeln, wenn ich verhindern will, dass Sean Hampton jemanden auf dem Weg zum East End Dock Schaden zufügt. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Gut. Erstmal aufwerten. Boah, 2000.
viel habe ich gar nicht. Das geht ja gar nicht. Wunderbar. Mehr ist gerade nicht drin. Jetzt bin ich mal gespannt. Gesund, sehr gut. Was? Warum ist denn das jetzt? Ich wollte gerade sagen. Wir sind bei 94% gerade. Gesund. Wunderbar. Bedenklich. Ja, weil sie muss sich jetzt heilen. Und den Jungen hier. Richard Nethercott. Die zwei muss ich heilen. Und ihn hier müsste ich eigentlich noch heilen. Da bin ich aber bisher noch nicht hingekommen. Im Westendbezirk war ich noch nicht. So, hier muss ich mich erstmal um niemanden mehr kümmern. Hier sind alle erstmal fit. Hier muss ich mich um ein paar kümmern. So, das belassen wir so erstmal. Ich ziehe jetzt erstmal die andere Klamotte wieder an. Wenn man schon die Möglichkeit hat, Klamotten zu ändern, dann kann man das ja auch machen. Aber es geht nicht mehr, sehe ich gerade. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht muss ich neu starten, vielleicht geht es dann wieder. Kleiner Bug oder so, wäre ja möglich. Wenn es dann nicht geht, dann kann man es halt nicht ändern. Dann kann man es nicht ändern. Ist auch nicht so wichtig. Aber wenn man das schon hat, vielleicht geht das in dem Abschnitt aber auch nicht, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich würde mal vermuten, das war gerade nur ein Bug. Müsste sich normalerweise beheben. Ja, müsste sich nämlich normalerweise beheben, wenn man einfach das Spiel nochmal lädt. So, wieder umgezogen. Jetzt geht's zu den Docks. Und später müssen wir nochmal nach Whitechapel für eine Visite. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed.
Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? You put a price on hope. This goes against everything you swore to uphold as a nurse. Report me then, Dr. Reed. Report the little nurse and keep on lying about the surgical errors, the wrong dosages and diagnostics that we all covered for the sake of our colleagues. Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Goodbye, Nurse Hawkins. Oh, Jonathan. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl. Können wir diese Mahlzeit teilen? Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the scowl, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Have you embraced this woman? Like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Thank you, my lady. I hope to see you again soon.
last summer's. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see the city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Er würde auf jeden Fall 2000 EP abgeben, der Typ. Wenn ich ihn mesmerieren würde. I'd like to... Wise choice. Weiß nicht. Clays Beil. Miltons Schrotflinte. Ja, 296 Schaden richtet das Ding an. Die von Milton würde auf jeden Fall mehr hergeben. Die Schrotflinte. Good evening. Good evening. Why? Die kaufe ich. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Aber ich bräuchte Stufe 3. Hello again, Miss. Good evening. Mesmerieren, der hat auch Stufe 3. Wie bekomme ich denn eine höhere Stufe beim Mesmerieren? Wahrscheinlich, wenn ich das ausübe, ne? Take care of yourself. It seems the Frewen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Hör doch mal auf. Wechsel doch auf, Junge. Warum wechselt denn der nicht? It's done for him.
I shall fear no evil. Meine Fresse. Ich glaube, um beim Mesmerieren aufzuleveln, muss ich erstmal mesmerieren. Höchstwahrscheinlich. Muss leider in die Richtung. Step away. There's one of them vermin. So, mal ausprobieren mit der Keule. Leech spotted. Watch out. Das hat ja super hingehauen. Fuck is fast. Bloody leech. Fuck is fast. Klar. Kann man auf jeden Fall mit arbeiten mit der Keule, aber ich glaube, ich nehme lieber das Schwert weiterhin. So. Gut, dann wollen wir mal gucken. Sammle Informationen über Hampton. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Warte mal. Goodbye, Miss Cox.
Ja, den suche ich ja. You again. What do you want? Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Goodbye, Mr. Digby. The gangs, the epidemics, everyone's throwing the blame. Dann fragen wir mal hier. Mark my word. He's just... Welcome back, Doctor. What can I do for you? Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? You best be off to your hunting. Prove the sword on his back. And hunting all these poor folk, he needs a catch. I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Goodbye, Mr. Watts. Gut. He didn't deserve it. I should shut the turbines for a time. Dann hoffe ich mal, dass wir ihn dort finden werden. We don't need no wars to worry us. People are dying here right on. Another disgusting ghoul did it, don't you think? Don't think so. Wounds and things. The freaking vampire. Aber guck, jetzt ist die Tür nämlich offen. Die Tür war vorher nämlich zu. Seems like the guard of Prewin is on Sean Hampton's trail, too. All of you creatures need killing. Snuff it, leech! I'll kill you! Die! Burn it, boys! Die, vermis! Crush the leech, boys! Die, vermis! The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Möglich ist alles.
endlich den neuen Bezirk erreicht, den ich vorher nicht erreichen konnte. Crush the leech, boys! Ich liebe das, neue Sachen freizuschalten. Jetzt können wir da auch die Tür endlich öffnen. So, die Tür wurde aufgeschlossen. Es wurde auch Zeit. Endlich eine neue Region zum Erkunden. Umfeld der Notunterkünfte. Gehen erstmal wieder zu den Western Docks zurück. Ich will mich hier noch ein bisschen weiter umgucken. Hinteres Themsenufer. Umfeld Notunterkünfte. Was ich halt bei dem Spiel auch geil finde, ist dieses Environmental Storytelling. Also Geschichten, die erzählt werden, obwohl keine Geschichte erzählt wird, wie das hier. Liegt eine tote Frau im Bett. Könnte das Mary Kelly sein? War so eine Anspielung zumindest auf Jack the Ripper. Wobei Jack the Ripper ist ja wesentlich länger her. Das war ja im 18. Jahrhundert noch und nicht 1900. Das Spiel spielt ja Anfang des 19. Jahrhunderts. 1918, glaube ich. Also noch relativ frisch. It's been a while since you last paid me. Scheinen auf jeden Fall auch noch irgendwo NPCs zu sein. Wahrscheinlich bei den Notunterkünften. Das werden wir dann noch rausfinden, denke ich. So, von hier sind wir gekommen. Aus der Region. Gut. Warten wir mal. Falls wir doch noch irgendwas übersehen haben hier hinten. Ah, guck mal, das führt zu den anderen Bezirk. Da sitzt eine Frau drin. Müsste ich glaube einfach hier durch. Ich will erstmal hier lang. Lass mal mich hier umgucken, was es hier noch so alles zu entdecken gibt.
Liegt diesmal keiner tot im Bett rum. Oh. I can't believe I'm doing this. Jetzt sieht es aus, als hätte es mal Krieg gegeben. Tür wurde aufgeschlossen, das ist gut. Bleib weg. Ja, die Westdocks sind schon umfangreich. Ah, Mitteilung der Wache von Preven. Einige unserer Späher haben in der Nähe der East-Docks vor kurzem die Anwesenheit eines gewissen Ichabod Throckmorton festgestellt. Wahrscheinlich seht ihr ihn nachts in der Gegend patrouillieren und behaupten, er sei ein Vampir-Vernichtungsexperte. Der Mann ist ein Schwindler. Nicht einmal ein richtiger Betrüger, weil er sich seine Arbeit von niemandem bezahlen lässt. Aber er hat offensichtlich keine Ahnung, wovon er spricht. Wenn er je gemeinsam mit euch auf die Jagd gehen oder zusammenarbeiten will, weist ihn ab und lasst ihn ziehen. Im Kampf mit einem Blutsauger taugt dieser Mann höchstens als Beute. Also wieder mal ein Schwätzer. This is not the place for you, sir. Last warning, sir. Daneben. Aha. Da unten machen sie sich wohl gerade gegenseitig die Taschen voll.
wir, glaube ich, fast alles erledigt hier unten. Man will sich ja auch vernünftig umschauen in dem Spiel. Möchte ja auch nichts übersehen. An Loot oder sonst irgendwas. Western E-Stocks. Beziehungsweise Westend. Oder? Ne, Western Docks heißt das, nicht Westend. Die ganze Zeit gedacht, das hieß West E-Stocks. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal hier zum Umfeld der Notunterkünfte. Hier dürfte es keine Gegner geben. Rein theoretisch. Ah, hier ist die andere Tür. So, erstmal zu den Notunterkünften gehen. Are you certain you're not lost, sir? You seem quite the stranger to these parts. Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the Wet Boot Boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. Nicht schlecht. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack! Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. Why not try seeking help instead of peddling your wares?
I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. I heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. I found this watch. It belonged to Miss Gillingham, but I thought you might find it useful. That makes sense. She would have forgotten about the watch by the next day. If you say so. Take this for your trouble, Dr. Reed. I will not forget your gesture, I swear. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? He's a caretaker for the poor, is he not? Something like that, yes. Sorry, I don't know where he is. Nun denn. Goodbye. I know I've got something that'll strike your fancy. If not, I'll find you something. Nun denn, nun denn, nun denn. Gut. Soweit, so gut. Please, sir. Come and have a gander. Vielleicht ein andermal, mein Junge. Was haben wir denn hier oben noch Feines? Ah ja, das ist die Unterkunft. Von hier aus bin ich gekommen, ne? Hier ist ja, genau, hier liegt die tote Frau im Bett. Gut. Habe ich noch Geld vergessen, siehst du? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist ja noch ein bisschen Kleingeld übrig. I haven't seen young Sean around for a while. Unter mir ist auf jeden Fall die Dame, da will ich erstmal runtergehen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Break, weil wir haben jetzt gleich wieder eine Stunde voll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal dann. See ya.